In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie auf der Central Station 3 nicht nur ein Gleisbild erstellen, sondern auch ein Stellpult. Seit dem Software-Update haben Sie 2 verschiedene Möglichkeiten, alle Weichen und Signale für Bahnhöfe, Betriebswerke und Schattenbahnhöfe über den Touchscreen zu bedienen. Das bedeutet auch mehr Überblick auf der Modellbahnanlage bei mehreren Bereichen. Alle Tipps können Sie auch in diesem Buch zur CS3 Digital steuern mit der Central Station 3 ab Software 2.0 nachlesen, ergänzend zu diesem Video. Am besten starten Sie mit einer leeren Platte auf der CS3. In diesem Fall werde ich jetzt einen 3-gleisigen Bahnhof, zum Beispiel einen Schattenbahnhof, bauen. Dazu tippe ich rechts oben auf den Schraubenschlüssel und füge erstmal ein paar Weichen und Signale hinzu. Wie Sie Artikel wie Weichen und Signale hier genau mit der richtigen Digitaladresse hinzufügen, haben wir Ihnen in einem anderen Video erklärt. In diesem Fall brauche ich jetzt 4 Weichen, die ich gleich in das neue Gleisbild verschieben werde. Alle 4 Weichen sind angelegt. Jetzt tippe ich oben wieder auf Bearbeiten und dann auf Gleisbild bearbeiten. Mit dem Finger können Sie das Menü und die Platte auf dem Bildschirm verschieben. Als erstes ziehe ich das Menü der Artikel mal von oben hier auf. Hier kann ich die Weichen von oben mit dem Finger jetzt in das Gleisbild ziehen, eine nach der anderen. Später kann ich sie gleich noch auf dem Gleisbild richtig verteilen. Außerdem kann man hier auch gleich die Weichen miteinander verbinden und durch das Drehen hier die Winkel verstellen, sodass ein möglichst realistisches Gleisbild zustande kommt. Mit ein bisschen Übung und Fingerspitzengefühl kann man so einen gesamten Gleisplan in der CS3 hinterlegen. Wenn ein Artikel so wie hier noch falsch ist, dann kann man das natürlich jetzt noch perfekt ändern. Im besten Fall fängt man damit sogar schon an, bevor man mit dem Bau der Modellbahn beginnt, also zum Beispiel schon in der Planungsphase. So, allmählich nimmt der Bahnhof schon Formen an und hier kann man jetzt auch noch einen Gleisverlauf einfügen, damit der Gleisverlauf besser passt und der Bahnhof dann schon fast fertig ist. Jetzt fehlen noch ein paar Signale. Diese kann man auch von hier aus gleich neu anlegen, wenn sie noch nicht angelegt wurden. Davon brauchen wir jetzt 3 Stück und diese können wir auch gleich in das Gleisbild ziehen. 1, 2 und 3. Jetzt kann man die Signale noch drehen, verschieben und einrasten lassen. So, dann ist das Gleisbild fertig und Sie können das Bearbeiten beenden. Ich könnte aber auch gleich nochmal auf das Gleisbild Bearbeiten klicken und noch ein Stellpult hinzufügen. Tipp: Überlegen Sie sich, ob Sie ein Stellpult oder ein Gleisbild haben wollen. Prinzipiell geht beides, aber besser ist es, sich auf ein System, also Gleisbild oder Stellpult, zu einigen. Für ein neues Stellpult füge ich ein neues Gleisbild oder Areal hinzu und wähle statt Platte hinzufügen, Stellpult hinzufügen und gebe dem Stellpult einen Namen. Nun können Sie wieder Artikel aus der Liste in das leere Stellpult hineinziehen, diesmal aber in einer sehr vereinfachten Darstellung, eben in der eines Stellpults. Auch hier können Sie die Elemente drehen und an den Enden miteinander verbinden, bis der Bahnhof so aussieht. Nach den Weichen können Sie noch die Signale aus der Artikelliste auswählen und in das Stellpult ziehen. Und dann richtig auf der Platte anordnen, bis sie auf dem Gleis einrasten. Fertig sieht das Stellpult dann so aus. So, und jetzt können Sie mit einem Tippen auf Gleisbilder zwischen Stellpulten und Platten wechseln.